Hey, Michael Kotzo hier. Heute machen wir eine Digistore-Anmeldung. Ich wurde so oft gefragt, hey Michael, kannst du nicht nochmal zeigen, wie man sich bei Digistore24 anmelden kann, wie man damit Geld verdienen kann? Und ich sagte so, ja klar, mache ich doch sehr gerne, weil es gibt so ein, zwei Tipps, die du beachten solltest, wenn du mit Digistore24 Geld verdienen möchtest. Also, ganz kurz, du bist auf meinem neuen Kanal Michael Kotzo Tutorials. Gerne abonnieren, gerne die Glocke betätigen, um kein Tutorial mehr zu verpassen. Wir machen hier so einen Mix aus verschiedenen Tutorials, alles, was man so braucht im Bereich Online-Marketing, Geld verdienen im Internet und. Natürlich kennst du mich vielleicht auch von meinem Hauptkanal, Michael Kotzur. Da kannst du auch gerne mal vorbeischauen. Aber heute bist du auf dem Kanal Michael Kotzur Tutorials und wir machen jetzt eine Digistore-Anmeldung. Also, Digistore ist ein Marktplatz. Du kannst als Vendor digitale Produkte, Events dort vermarkten und du kannst als Affiliate Geld verdienen mit diesen Produkten. Und Digistore24 ist dann halt die Schnittstelle, die uns dann halt verbindet, die Affiliates und die Vendoren und auch die Abrechnung macht. Ne? Nur damit du nochmal weißt, was Digistore24 ist. Ist Digistore24 seriös? Ja, Digistore24 ist seriös. Es ist ein deutscher Anbieter, die haben auch mittlerweile eine Firma auch in Amerika, sind also global aufgestellt. Und es war auch, glaube ich, der erste deutsche Anbieter für digitale Infoprodukte. Früher musste man immer amerikanische Anbieter nehmen. Und wenn wir jetzt hier oben auf jetzt registrieren klicken, den Link zu Digistore24 packe ich dir auch gerne rein. Ich muss, glaube ich, noch einen Schluck trinken. So, und das ist sehr, sehr einfach. Es sind eigentlich nur 3 Schritte. Hier musst du deine Daten eingeben. Und ich werde sehr oft gefragt, soll ich jetzt hier Vendor und Affiliate eingeben oder soll ich mich nur als Affiliate anmelden oder nur als Vendor? Mach beides. Es ist ja sowieso gratis. Die Anmeldung für Digistore24 ist gratis, kostet dich keinen Cent. Und ja, dann hast du auch keine Probleme nachher dann halt zu wechseln oder so, wenn du Affiliate bist und möchtest doch vielleicht ein Infoprodukt, vielleicht ein E-Book rausbringen für 7 Euro, hast du sofort alles, wenn du Vendor und Affiliate bist. Hier kommt der Username rein. Ne? Also, da ist es sehr wichtig, dass du dir einen Namen aussuchst, den du auch sehr einfach merken kannst. Ich habe sehr oft so Namen gesehen wie so etwas und dann kann es natürlich sein, dass du dann halt, wenn du dann halt später dann halt so einen Link dir erstellst für die Produkte, dass du dann halt dort einen Tippfehler drin hast und bekommst keine Provision. Ganz, ganz wichtig. Und ja, wenn dir das Video gefällt, gerne ein Like da lassen, gerne einen Kommentar mit deinen Fragen. Vielleicht beantworte ich deine Fragen bald auch mit einem Tutorial. Also ich würde dann halt eher so was eingeben wie dein Name. Also, man muss seinen Namen auch richtig schreiben können. Ne? Michael Kotzo zum Beispiel. Ne? Dann kannst du ihn hier auch vernünftig lesen. Und natürlich, wenn du sagst, ich möchte nicht sofort, dass Leute Rückschlüsse haben, wer ich bin, dann kannst du natürlich auch irgendetwas, keine Ahnung, für Hamburg 100 oder so nehmen, wenn du aus Hamburg kommst oder so, weil dann kannst du das natürlich auch sehr einfach lesen. Ne? Oder vielleicht auch deinen YouTube-Namen, deinen Instagram-Name oder so. Aber überleg dir das auch gut, wenn du später mal Kurse machen möchtest, wie du da heißt. Ne? Wenn das dann halt irgendwie ein lustiger Name ist oder so, ist dann vielleicht nicht ganz so seriös später. E-Mail-Adresse eingeben. Natürlich 2-mal. Da würde ich auch deine beste E-Mail-Adresse eingeben. Ne? Keine Spam-E-Mail-Adresse, weil du bekommst ja dann nachher auch Informationen zu Partnerprogrammen, Provisionserhöhung, Auszahlung und. Deshalb würde ich dort deine beste E-Mail-Adresse eingeben. Ganz, ganz wichtig. Ein sehr sicheres Passwort. Ne? Also ich kann das hier auch zum Beispiel auch vorschlagen, da will ich jetzt gar nicht. So, aber auf jeden Fall ein sehr sicheres Passwort und das dann halt auch wiederholen. Und schreib dir das auch auf. Ganz, ganz wichtig. Natürlich hier ganz normale Daten für deine Firma. Hier die Firma brauchst du nicht reinmachen, aber dann halt Vorname und so weiter, Telefonnummer,
Skype-Name, Telegram-ID hatte ich auch, weiß ich nicht warum. Und dann musst du natürlich den Vertrag zustimmen. Das ist natürlich ganz normal ein Business-to-Business-Vertrag, weil eventuell verkauft ja auch Digistore für dich als Vendor die Produkte und. Das war's. Wichtig ist auch eine Telefonnummer, weil zurzeit war es so, dass du dann halt einen PIN bekommst an diese Telefonnummer und musst dann halt nochmal deinen Account bestätigen. Können wir dann Geld verdienen, wenn wir dann halt hier draufklicken und jetzt loslegen? Ja und nein. Du brauchst natürlich ein Gewerbe für die Auszahlung. Wenn du jetzt zum Beispiel 17 Grad bist und hast noch kein Gewerbe, kannst du die Produkte auf Digistore24 schon promoten und so weiter. Aber wenn du deine erste Auszahlung haben möchtest, dann musst du eine Steuernummer angeben. Das ist nochmal ganz, ganz wichtig. Du bekommst also ohne eine Steuernummer dein Geld nicht. Es verfällt aber auch nicht. Ne? Also selbst wenn du das halt nach einem Jahr angeben würdest und so hast du immer noch deine ganzen Einnahmen, die dann ausbezahlt werden auf einmal. Das war es eigentlich bei der Digistore-Anmeldung. Schick mir gerne auch weitere Fragen. Besuch mich auch gerne auf Instagram, Michael Kurze, wenn du Fragen hast, so Digistore24. Ich werde mehr so kurze Tutorials machen. Und ja, ich bin raus und freue mich dann auf Feedback, wie dir mein neuer Kanal gefällt. Ciao.